Ey, ich glaube, der ist umgekippt. Meinst du wirklich, ja? Blaue haben wir Zahnpasta oder... Oh, so schnell geht das bei dir. Und was haben wir? Zahnpasta? Ja, Zahnpasta? Ja. Der hat sich wieder Übergeben, ja. So, wir sind mal wieder hier mit dem Rewi. Mein Lieber. Letztes Mal war bei dir im Büro auch. Genau. Es ging um Parfüm. Um Parfüm, genau. Und diesmal haben wir etwas vorbereitet. Wir wissen ja, du bist auch hast schon Spaß an Düften. Ja, auf jeden Fall. Das schon bedeutet dir was. Ja. Ich habe hier die coolsten Sachen rausgesucht, Sachen, die du noch nicht kennst. Unter anderem auch Erber Gold, der Release, der gestern rauskam. Also, wahrscheinlich direkt ausverkauft gewesen, oder? wir konnten uns einen großen Bestand sichern. Wir haben noch ein bisschen was. Und jetzt ist meine Frage, ich werde dir gleich 2 Düfte zeigen und du musst sagen, welcher ist auf Parfumo besser geratet. Da habe ich auch eine Story zu. Ich hole gleich mal einen Duft, der hat eine 8,2. Ich habe den Leuten gezeigt, ich habe den nur anhand der Beschreibung gekauft. Normalerweise habe ich da echt immer bis jetzt Glück mit gehabt, weil so gerade bei so Nischendüften ist der immer sehr speziell. Der stinkt wirklich richtig. Oh. Der ist richtig krass. Ich zeige den gleich mal. Normalerweise fühle ich mich da sehr angesprochen dann. Ne? Soll ich den mal holen? Ja, hol den mal bitte. Das ist die Marc Marke. Alter, was? Das ist eine heftige Marke. Bro, ich finde also die Marke krass, aber okay, ich weiß, was du meinst. checkst du dieses Muffige, dieses sehr, sehr rauchig Muffige? Ich glaube, der ist umgekippt. Meinst du wirklich, ja? Also das ist der Duft. Ich habe ihn auch mal auf der Haut gelassen. Das riecht so ein bisschen, als wäre er umgekippt. Meinst du, ja? Sagst du, ich soll es zurück der ist schlecht. schicken, ja? Ja. Ich habe mir gedacht. Weil der riecht so alkoholisch. Ich habe den, glaube ich, selber auch und der riecht ganz anders. Echt jetzt, ja? Weil du meinst dieses so richtig so... Genau, dieses Muffige. Ich glaube, der ist schlecht geworden. Also ich habe den gerade erst bestellt. Weil die Marke ist heftig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den auch habe. Der ist schlecht geworden. Krass. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der schlecht geworden ist. Ich habe den Rücksendeschein weggeschmissen. Wunderbar. Ja. Ich glaube, der ist nicht gut. Krass, okay. Weil, also der ist eigentlich ist das ein Top-Duft. Echt jetzt, ja? Ja. Okay, crazy. Ja. Na gut, den verlosen wir auf jeden Fall am Ende des Videos. Könnt ihr gewinnen. So, 50 €, ne? Wir starten. Natürlich, eine Sache darf nicht fehlen. Marc Eggers hat auch eine Bestrafung bekommen. Und zwar, wir haben hier die Bohnen. Yeah. Und du darfst dann gleich eine Bohne auswählen. Gerade auf auswählen. Zucker, ne? Aber gut, dafür mache ich mit, komm. Also das sind ja die ekligen und die guten dabei, Genau, ne? sind die ekligen und die guten dabei. Komm, machen wir mit. Okay, so, das heißt, wir fangen an mit dem ersten Vergleich. Wir haben einmal Xerchow Starlight, das war auch ein neuer Release vor einem halben Jahr oder so. Und dagegenüber gestellt ist Altea, der gerade rauskam. Den kennst du ja auch von Parfums Sonali. Genau. Was sagst du zu dem? Habe ich ja eben schon gesagt, ich finde den super geil. Erste Note Axe Dark Chocolate irgendwie so ein bisschen und dadurch sehr generisch. Aber wenn du ihn ja, wie du gesagt hast, ziehen lässt, Dry Down, dann wird er ganz gut, dann entfaltet er sich. Also ich habe im Stream gesagt, der Release ist gut, ist krass. Aber wenn du jetzt heftig im Game drin bist... Ich finde den dann nicht so krass. Ich finde den gut so. Aber die Leute, die jetzt das Video gucken und die sagen so, hey, ich habe so ein paar Düfte und so, die werden den Duft übertrieben feiern. Voll, also ich hatte den auch drauf. Ich hatte einmal links den von dir drauf, den du mir geschickt hast, der voll komplex ist und sich auch entwickelt. Und ich würde sagen, eher was für Kenner ist. Und dann rechts den hier und ein Großteil der Leute sagt natürlich, dass der geiler ist. Weil der irgendwie... Compliment Getter. Genau, richtig, genau. Der ist easy, der ist einfach easy zu verstehen. Das hier ist Starlight, das ist der neue, also was ist neu, aber das ist der von Xerchow. Oh, sehr interessant. Ja. Was ist da drin? Ich glaube, wir haben so eine Mischung Erdbeere und ein paar Vanillenoten. Ist auf jeden Fall für die jetzige Jahreszeit ein Duft, der unterm Radar ist. Wenn ich mir jetzt ja Parfumo anschaue, du hast ja auch Parfumo wirklich die Crackheads, ne? Da sind die Freaks. Du hast die Freaks und den kenne ich ja schon. Ich rieche trotzdem nochmal dran, aber ja, also von der Komplexität her ist der, glaube ich, besser. Okay. Geht mir persönlich mehr rein. Der hat auch noch so einen angenehmen frischen Kick so hinten raus, so finde ich sehr nice. Das ist eine tolle Komposition und da, weil ich von der Parfumo-Community ausgehe, würde ich sagen, dass der wahrscheinlich besser geratet ist. Ja? Ja. Also wir haben 8,5 gegenüber zu 8,2. Oh, okay, close. Sehr knapp, sehr knapp, aber er ist besser wert mit 8,5. Krass, okay. Ja. Crazy. Aber 8,5 ist schon sehr gut. 8,5 ist schon sehr gut. Sehr gut. Persönlich gefällt mir der besser. Muss ich auch sagen. Ja, komm, gib rein. Irgendeinen oder möchtest du auswählen? Ich wähle aus. Okay. Nehmen, glaube ich, eine blaue. Blaue haben wir Zahnpasta oder... Oh, so schnell geht das bei dir. Und was haben wir? Zahnpasta. Ja, Zahnpasta, ja.
Oder Blueberry wäre das Alternative. Das ist Zahnpasta. Boah. Kann man mal machen, ne? Ja. Aber geht's. Zahnpasta Zahnpasta geht. ist okay. Zahnpasta geht. Duell Nummer 2. Jetzt musst du mal riechen. Und zwar, wir haben Mandalore. Mandalore von Soradora. Ist ein Kirschduft. Und gegenüber ist Duquesa auch ein Kirschduft. Sascha hat den auch. Ich glaube, Nico hat den auch sogar. Das sind die beiden Düfte. Der ballert, ne? Richtig geil. Der, Eine ganz andere, so, man kennt ja Lost Cherry und sowas, kennt man ja eigentlich das ist auch so. Steroide. Ne? Genau, das ist viel zu viel so. Ja. Alter, okay, das ist schwer. Ich finde den nochmal stärker im Geruch. Ich finde auch eigentlich. Mandalore, ich finde Mandalore ist ein cooler Name. Das Flakon ist auch schöner, das spielt ja manchmal auch mit. Das Flakon ist auch schon heftig. Das hier? Das hier. Ja, meine ich ja, den finde ich schöner. Achso, ja, okay. Den finde ich schöner. Die Firma zum Beispiel füllt auch unsere Düfte ab. Der hier ist ein bisschen weicher einfach so, der ist nicht so in your face, genau. Ja, der ist komplexer, ich denke mal, dass es der hier ist. Und zwar, wir sind hier 8,2 gegen 8,5. Close Call. Und zwar, du hast recht, der ist besser bewertet. Ja. Ich muss sagen, Leute, falls ihr dunkle Kirsche habt, ich weiß, es geht um viel Geld. Ja? Am Ende der Duft kostet, glaube ich, 300 €. Aber wenn du den auf der Haut hast, der ist ein richtiger Heft. Und du kannst ihn übrigens layern mit Holzdüften. Ja, geil. Holz und Kirsche geht immer sehr Brutal, gut. Ne? Ja, brutal. Ja. So, von daher gut Den geschlagen. mit einem Oud oder sowas, bestimmt schön, ne? Oder Amber oder sowas. Ne? Ja, kannst du auch machen. Ja, geil. kannst du auch machen. Sehr nice. Mein Nachkillerinstinkt, mein nächster Release Ja. wird Kirsche Oud. Oh, geil. Das ist aber eine Killer-Mixe. Ja. Das ist nice. So, wir machen weiter mit unserem Duft By Appointment. Den hast du auch, glaube ich. Okay, Ich habe bis perfekt. jetzt nur Ey, Alter, von dir Orange das Flamingo kann- bekommen. okay, Irgendwas ist mit den Paketen. Okay, so, wir haben einmal By Appointment von und dann haben wir Gerardino de Bobboli. Kenne ich sogar die Marke. Die haben immer dieses Horn oben. Genau, ne? Ja. genau, Gerardino de Bobboli. Ja, also weißt du, was Bobboli auf Iranisch heißt? Nee, Nee? Das müssen wir jetzt ausdingsen. Kleiner ja, jetzt. ist auch eine Versüßung so. Das heißt Sneaky. einfach kleiner der Duft? Nein, Oder wie? nein. Das ist ein italienischer Duft. Sorry, Herr Wetterser. Aber wir haben einen Iraner in der Abfüllung und der hat immer so gelacht. So, das sind beides grüne Düfte, die für den Alltag auf jeden Fall gemacht sind. Und da So Wald, Nadelholz oder was das dann genau so? Oder Gräser eher? naja, also man hat so Tee Ah, okay, so ein Ding, ja, okay. drin. Und jetzt ist die Frage, welcher der beiden ist besser geratet? Okay. Oh, sehr interessant. Ja. Das ist quasi wie durch die Gärten Italiens. Wenn du da durchgehst, du hast ein So ein leichtes bisschen Rosmarin und sowas ist da mit drin, ne? Blumenbouquet, Ja, sehr heller Duft, voll angenehm. Sehr schöner sommerlicher Duft auch, würde ich sagen, ne? 100%. Sehr geil, okay. Ja, halt ganz anders natürlich, ne? Also kann man schwer vergleichen. Der ist nochmal ein bisschen kühler, der ist nochmal frischer und ein bisschen da. Ist eine Orangennote oder sowas? Zitrisch irgendwas drin, ne? Genau. Zitrische Noten mit Tee und dann holzige Noten als Basis. Gefällt mir auf jeden Fall der hier wirklich besser, weil der ist mir ein bisschen zu eindimensional, ist so schwer zu beschreiben, aber das ist halt genau das. Du hast diesen Blumengeruch, das ist es so. Und dieses Tee kommt nicht so wirklich durch. Ich nehme an, dass deiner besser bewertet ist tatsächlich, ja? Bin ich mir fast sicher. Also hier ist die Community Das ist schon halt, größer, ne? Das ist eine riesen Community, eine starke Marke, aber von der Komplexität her und vom Duft her, der hier. Welcher ist besser bewertet? Deiner. Wir haben 8,0 gegen 7,6 und tatsächlich ist der hier mit 8,0 bewertet. Ach, der krass. mit 7,6. Was soll das denn? Ja, am Ende. Haters gonna hate, ne? Hey, das kann hate, ja. Wir haben bei uns immer so Wellen bei Parfumo. Wenn ich das rausbringe, kommt erstmal gut, dann kommt schlecht und dann, ja. Wo ist Orange Flamingo? Wo steht der? Orange Flamingo ist, glaube ich, 8,2 oder Aha, 8,3. ist der beste auch, oder wie? Ja, der ist super gut bewertet. So, mein Lieber, was nimmst du jetzt? Weiß. Ich nehme einfach den hier. Du bist auch schnell damit, ne? Wir haben Birthday Cake. Ist es Kuchen oder ist es der Dirty Dishwasher? Ja? Okay. Aber du musst sagen, du schlägst dich gut. Bei Marc der hat sich wieder Übergeben, ja. So, jetzt wird's heftig. Mach dich bereit, jetzt sind Okay. Heavy Hitter. Also wir reden jetzt darüber, das ist das beste Parfum, also langsam. Blonde Amber ist eins der heftigsten Düfte. Gefällt mir auch sehr gut. Hat Der- den Eggers ja, ne? Marc Eggers hat Ja. den Duft. Ich weiß, der Preis ist ridiculous. Was kostet der? 50 Milliliter, 550 Euro. Boah, Digga, das ist ja nochmal kranker als. Also, Das ist Rolls-Royce, boah. ich sag dir ehrlich. Oder Amber Gold
früher Selfridges Exclusive, jetzt öffentlich geworden und in der neuen Lackierung. Auch das Packaging unterscheidet sich. Wir haben jetzt kein Velvet mehr. Die gesamte Velvet-Kollektion wird auch auf dieses Lackierte umgestellt. Jetzt ist meine Frage, welcher der beiden ist besser geratet? Der ist ja erst gerade rausgekommen. Ich habe den gestern bekommen. Okay. Gestern bekommen. Du bist auch Erbapura-Fan? Ja, Erbapura. Man erkennt natürlich den Originalduft voll gut wieder. Ne? Erbapura, das geht schon rein. Aber der Erbapura ist süßer, stärker. Genau. Der hier ist dunkler. Ja. Und ich finde ihn erwachsener. Wenn du mich jetzt als Marc Gebauer, ich würde mir eher den holen. Ja, der Erbapura, der hat so ein bisschen klebrige Süße. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das, was mich auch stört an dem. Okay, ja. Ist da eine Ananasnote sogar oder sowas drin? Kann das sogar sein, ja. Ne? Geil, okay. Ja, wirklich, das ist ein Killerduft. Das ist wirklich einfach ein... Digga, das ist so krass. Das hat so... Da merkst du nochmal, was möglich ist, ne? Es ist so schwer zu beschreiben. Ich finde, das hat was ein bisschen von Bubblegum, so Kaugummi ganz leicht, aber auf so einer dunklen, ja, dieses Noir kommt irgendwie so ein bisschen da durch. Diese ganz dunkle Note. Okay, sehr schwer. Der ist neu rausgekommen. Du weißt, Xerchov, ne? Xerchov, eine riesen Community, eines der besten Parfümhäuser weltweit. Clive Christian, aber auch ein sehr guter, eine so gute Adresse, ne? Nummer 1. Ey, es kann natürlich jetzt sein, dadurch, dass der gerade erst da ist, dass halt alle Fanboys den erstmal hochgevotet haben, ne? Also du darfst eine Sache nie vergessen. Ja. Die Community ist nicht so positivmäßig. Also das ist nicht so Good Vibes. Es geht eigentlich mehr um Haten. Bei Xerchov oder wie? Allgemein in der Parfumo-Community, ja. Okay, dann würde ich sagen, dass es der ist. Also der ist für mich auf jeden Fall klarer Winner. Also du hast 7,9 gegenüber 9,0. 9,0, das ist 9,0. Das ist geisteskrank. Gibt es Düfte, die in der Riege noch spielen, andere? Es gibt ein paar, aber die finde ich zum Beispiel auch nicht so Der Bruder hier hat eine 8,2, das darf man nicht vergessen. Ja, aber der ist schlecht geworden. Ja, okay. So, jetzt haben wir Amorist. Falls du mich fragst, habe ich nicht. Okay. Habe ich nicht bekommen. Unser letzter Release, ein sehr verführerischer Duft. So eine Date-Night-Geschichte? Ja. Ja? Auf jeden Fall unser süßester Duft. Gegenüber The Mysterious Garden von Jean Poivre. Kenne ich gar nicht. Das ist auch ein kleines Parfümhaus. Ich finde die Flaschen richtig schön. Ja, richtig schön. Das ist so 50er Jahre so ein bisschen, ne? So ja. Richtig schön. Angenehm. So, von daher, wir starten einmal mit Amorist. Oh ja, ganz subtil, ne? Die Mädels würden ihn mögen, Ja. wenn sie an einem Mann riechen, maskuliner Look und dann das Parfum ist Genau, ganz soft. genau, ganz schön. Kann ich gar nicht ausmachen, was da drin ist. Gefällt mir aber voll gut. Also tatsächlich denkt man, es wäre Rose drin, ist aber keine Rose drin. Aber so eine Blüte ist auf jeden Fall, ne? Blüten hast du mit drin, unbedingt, ja. Ja, sehr schön, okay. Das gibt mir so ein bisschen frisch eingelassenes Bad. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen in die Richtung. Okay, der ist auf jeden Fall stärker. Der prescht ein bisschen mehr Genau, nach vorne. der ist auf jeden Fall auffälliger. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich auch hier wieder... Das ist immer das Ding, wenn du nicht... Ich habe jetzt... Ja, ist krass, okay. Das ist schwer, das ist sehr schwer. Wenn du sagst, es geht um Hate und du bist jemand, der sich ja gerade erst, also fast gerade erst, du hast dich ja in dem Markt auch etabliert mittlerweile, aber wahrscheinlich wirst du nochmal, weil du eine Public Persona bist, nochmal ein bisschen mehr Hate abbekommen. Finde ich den, muss ich sagen, schöner. Das ist auch hier wieder eine bessere Complexity, einfach so ein bisschen subtiler. Wahrscheinlich ist aber der besser geratet. Wir gucken nach. Wir haben 7,9 gegenüber 7,3. Oh, echt jetzt? Ja, ich Krass. wurde besser. Also Amorist Geil. hat echt gute Rezensionen Sehr bekommen. schön. Ist auch, verstehe ich auch, ist ein sehr schöner Duft, wirklich. Ja. Sehr, sehr stark, wirklich. Ja, dann nehmen wir grün, oder? Wir gehen mal alle Farben durch, komm, scheiß drauf. Der ist schnell dabei, der Bruder. Ja, wieder reingeschissen. Also bin ich noch keine leckere gehabt, ne? Ich hab seines Juicy Pear, also Pfirsich. Nee. Hast du nicht? Okay, dann hast du den Popel. Okay, gut. Dann machen wir weiter mit der letzten Runde. Jetzt gehen wir zur dunklen Jahreszeit über. Es gibt zwei Düfte. Einmal Whisky Nobile von Farmacia SS. Und Wieso steht da hinten drauf Tester? also das sind die aus meinem Büro. Ah, okay. Und dann haben wir Tony Iommi, das ist der Rockstar-Duft. Es sind beides Boozy Scents mit alkoholischen Noten. Sehr, sehr schöne Whisky Flasche. halt so, ne? Genau, das sind Whisky-Düfte. Und jetzt ist hier die Frage, welcher der beiden Düfte... Oh, der stößt mir ein bisschen, der ist versoffen. Weißt du, was ich meine? Ja. Der ist, Darf ich mal gerade? der ist keine subtile Whisky. Guck mal, ich habe ja sogar eine Whisky-Leder-Kerze. Das ist kein
angenehmer alkoholischer Geruch. Also ich finde den... Der legt sich auf jeden Fall, der wird noch softer. Ja, aber Rockstar-Duft passt, versoffener Rockstar so ein bisschen. Genau. So. Und da gegenüber Whisky Nobile mit Kaffee. Ne, Ja, Kaffee riecht man raus. Kaffee, Oud-Note. Ein bisschen. Oh, sind beides gar nicht so meins. Krass, normalerweise bin ich großer Fan davon, von solchen Düften. Der ist nochmal ein bisschen saurer. Also mir gefällt diese Kaffeenote 0. Nee, das kommt komisch irgendwie, ne? Das passt nicht. 0. Bringt so eine unnatürliche Säure da rein. Ja, dann wird es der hier sein. Wird es wahrscheinlich Knackstoff sein. So, wir schauen einmal nach. 8,2 gegen 8,7 und du hast recht, einer der wirklich Top-Releases. Ja. Viele Leute mögen den Duft. Vielleicht braucht er einfach ein bisschen Zeit bei mir. Ne? Ja, kann auch sein. Also, aber tolle Auswahl, oder? Also, super. Wobei ich sagen muss, bis jetzt, also abseits von dem hier, ich bin normalerweise sehr schnell gecatcht, aber so gerade, also ich glaube, die beiden und hier, der Amorist, haben mich bis jetzt am meisten abgeholt. Ja? Sehr nice. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne bei Rewi vorbei und es macht immer wieder Spaß. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Liebe Grüße. Ciao. Macht's gut. Ciao.